Ein kleines Stück Irland in Brandenburg. Lenin. In der Gemeinde Kloster Lenin in Brandenburg hielt man nicht viel von der Idee, Kühe 365 Tage im Jahr draußen zu halten. Die Standortverhältnisse und die Niederschlagsmengen von nur 550 mm im Jahr sind nicht optimal für eine Vollweide. Doch der Ire Paul Costello und sein Team nahmen sich der Herausforderung an und passten das ausgeklügelte Rotationsweidesystem den ostdeutschen Verhältnissen an. Eine vom Grünlandzentrum Bremen-Niedersachsen organisierte Nefertiti Farm Demo war Anlass für den Besuch auf dem Betrieb Costello. Paul Costello und der Herdenweidemanager führten die gut 60 Landwirte, Berater, Wissenschaftler und landwirtschaftliche Unternehmer über die arrondierten 430 Hektar Weideflächen. Der Betrieb hält 850 Milchkühe sowie knapp 500 Jungvieh-Kreuzungstiere. Die Milchkühe sind in 2 Herden entsprechend ihrer Genetik aufgeteilt. Die HF-Tiere weisen ein anderes Weideverhalten auf als die irischen neuseeländischen Kreuzungstiere mit der Weidegenetik. Trotz Rossbefall und frühzeitigem Rispenschieben weiden die Kreuzungstiere erstaunlich gut ab. Bei der Trockenheit sei es wichtig, dass die Nutzungseffizienz der Weiden nicht abnimmt, erklärte der Herdenmanager. Um die Zuteilung genau nach dem Trockenmassebedarf der Tiere anzupassen, misst der Herdenmanager einmal die Woche mit einem elektronischen Plate-Meter alle Flächen. Werden die Flächen des Betriebs nicht optimal ausgeweidet, wird der Weiderest geschnitten und in Ballen gepresst. Es sollte nicht tiefer als 4–4,5 cm geweidet und geschnitten werden. Nach der Nutzung werden die Flächen regelmäßig mit flüssiger Schweinegülle mit Schlitztechnik gedüngt. Neben der Rostresistenz ist die Winterhärte wichtig. Im Sommer ist es heiß und trocken, im Winter kalt und trocken. Die Kühe sind während der Trockenstehzeit auf Maisstoppeln und werden mit Silage und Heu zugefüttert. Stroh- und Heuballen bieten den Tieren Schutz vor Wind. Paul Costello ist überzeugt, dass das Zusammenspiel aus gutem Weidemanagement, der Nährstoffversorgung, der Aufgeschlossenheit zum Ausprobieren und das irische Vertrauen in die Weide Voraussetzungen für ein gutes Weidemanagement sind. Das Beispiel Costello und die Farm-Demo des Grünlandzentrums Niedersachsen-Bremen beweisen eindrücklich, dass ein solcher Austausch sehr spannend sein kann. Costello wünscht sich für die Zukunft ein gutes Netzwerk mit anderen deutschen Weidebetrieben, sodass er von deren Erfahrungen lernen kann. Für diesen Zweck bietet Nefertiti eine gute Plattform, nicht nur für den Austausch, sondern auch voneinander zu lernen.